Abkürzung? Ja, ja. Kommst du auch mit deinem Fahrrad? Ja. Na, du konntest dich nicht zurückhalten. Ja, der Weg hört hier auf. Der Weg hört hier auf. Aber auf der Karte auch? Und um ehrlich zu sein, auf Maps der Weg auf der Karte auch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er aufhört. Es sind jetzt noch, weiß ich nicht, es sind 100 Meter bis zur Hauptstraße. Eigentlich war mir so, dass ich irgendwann mal gesagt hatte, vor kurzem, keine Abkürzung mehr. Die Abkürzungen, die Michael vorschlägt, müssen wir warten, bis die 11 Jahre alt vielleicht ist. Genau. Aber das kann anscheinend nicht richtig sein. Also hier kommen wir wirklich diese 100 Meter nicht durch. Ne, hier kommt man nicht durch. Wir können ein kleines Stückchen zurückfahren, da ging es nochmal nach links. Vielleicht kommen wir da dann auf die Straße. Oh je. Lebst du noch hier? Ne, sie ist wach. Ich glaube, ich kann die Hauptstraße schon hören. Dienstwagen verloren. So fängt das Tag an. Mit Abenteuer. Aber nur klein. Zum Wachwerden. Ist jetzt leider ein bisschen Highway angesagt. Wir befinden uns nun im Bundesstaat Campeche und fahren auf die gleichnamige Hauptstadt dieses Bundesstaates zu, Campeche. Und der einzige Weg, mehr oder weniger, der einzig wirklich direkte Weg, der dahin führt, ist über diesen Highway. Ist zum Glück nicht so viel Verkehr. Das passt eigentlich ziemlich gut alles. Ist schon in Ordnung und wir werden jetzt ja schon ein gutes Stückchen auf diesem Highway unterwegs sein. Quasi auch hinter Campeche werden wir dann an der Golfküste entlang fahren. Das wird die gleiche Straße sein, glaube ich. Soweit ich weiß. Ich glaube, sie wird dann ein bisschen kleiner schon. Nicht mehr so vierspurig wie hier. Aber wir haben auf jeden Fall auch mit ein paar anderen Radreisenden gesprochen, die hier schon gefahren sind. Die meinten, das passt schon, das ist schon in Ordnung. Der Verkehr ist nicht ganz so wild. Eher wirklich sehr überschaubar. Das Gefühl habe ich jetzt bisher auf jeden Fall auch. Ist wenig los, ist in Ordnung. Und da vorne ist sogar noch eine kleine Abzweigung. Da können wir noch einmal jetzt für ein paar Kilometer von dem Highway hier runterfahren. Und da fahren wir noch mal durch ein paar kleine Dörfer. Und ich glaube, das gibt es auch auf dem ganzen Weg. Also wir werden da nicht kontinuierlich drauf fahren, sondern immer mal ein paar kleine Abzweigungen machen können.
Und dann sind wir wieder auf der Hauptstraße. Ja, mal ein paar schicke kleine Dörfer. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heute weitergeht, aber ich glaube, jetzt bleiben wir für den Rest des Tages auf der großen Straße und quasi ganz zum Schluss biegen wir dann einmal ein kleines Dorf ab in ungefähr 20 Kilometern. 20 Kilometer haben wir jetzt, insgesamt 40 Kilometer heute. Da gibt es dann das nächste Hotel. Eine kleine Stadtdorf. Hier machen wir eine kurze Pause. Ja, es ist immer irgendwie, es ist schon irgendwie viel Leben in den kleinen Dörfern und Städten und was die auch sehr gern mögen, diese Werbung, was aus dem Lautsprecher läuft, jetzt auch am Hintergrund, sehr, sehr laut für irgendwelche Würste und alles Mögliche beworben. Bei Supermärkten ist es auch oft, dass man noch bevor man in den Supermarkt reinkommt, es spielt super laute Musik, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr in den Supermarkt gehen will. Aber hier ist echt anders. Finde ich echt interessant. De salchicha, pepperoni, chorizo, hawaiana y champiñón. Sí, piezas individuales de salchicha, pepperoni, chorizo, hawaiana y champiñón. Bei der Stadteinfahrt haben wir schon ein Schild gesehen, eine Werbung für eine traditionelle Bäckerei. Und wir sind hier jetzt im Stadtzentrum und haben diese Bäckerei gerade gesehen. Panaderia El Pan de Pomuch, also die Bäckerei mit dem Brot von Pomuch, so heißt die Stadt. Una dulce tradición, eine süße Tradition. Kein Plan. Ich gucke jetzt mal, was es da gibt. Ob die hier wirklich irgendein traditionelles Brot haben oder ob das einfach irgendein Werbegag ist. Kein Plan. Hola, buenos días. Aquí hay como el pan tradicional, el pan de pamucho. Okay. Aquí hay como un pan, pan de pamucho. ¿Es un pan tradicional o es un pan normal? Pan de panucho no. Aquí se llama pomuch. Ajá, a pomuch, sí. Y tiene el pan de pomuch. El pan es tradicional, el pan. No hay como un tradicional pan, un especial pan. El famoso es el pan de pichón que lleva jamón, queso y chile jalapeño. Es con queso y chile jalapeño. Ajá. No me gusta. Quiero pan normalmente. ¿Qué pan puedes recomendar? La mayoría de mis panes son rellenos. Este es el de queso Daisy. Tengo el pichón. Tengo la hojaldra. Tengo el trenzado. Y los demás de esos no tienen relleno. Pero este es un pan salado. Es como un francés, un baguette, no sé cómo lo conozcan. Ah, ok. Estas no tienen nada. ¿Y esto? Este es un batido de anís, canela y vainilla. ¿Cómo? Anís, canela y vainilla. Ah, anís no me gusta. Y es como un pan normalmente. Sí, estos dos son salados sin relleno. Gut, war jetzt nicht irgendwie so, dass die da super traditionelles Brot irgendwie hatten, so wie ich das verstanden hatte. Naja, hab hier irgendwie so ein normales Brot gekauft. Ja, gucken wir mal. Vorne gibt es jetzt was Neues. Und zwar so eine Wasserabfüllanlage oder Wasserreinigungsanlage.
Anlage. Das haben wir schon ab und an mal gesehen, aber tatsächlich noch nie wirklich benutzt. Und ich würde sagen, heute probieren wir das einfach mal aus. Ich muss mal kurz gucken, was hier steht, und dann schauen wir. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld man da jetzt reinwerfen soll. Ich gucke mal, was ich habe. Es wird sowieso alles komplett überlaufen und was weiß ich, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ah, nee. Okay, ein Peso kann man, glaube ich. Ne, ein Peso kann man nicht reinwerfen. 2 Peso auch nicht. Okay, muss man vielleicht auch 10 Peso reinwerfen. Okay, 10 Pesos habe ich auch. Dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, 18 geht auch nicht. Kommt immer doch alles ein bisschen anders, als man denkt. Wir hatten uns heute eigentlich schon ein ganz schickes Hotel rausgesucht, denken mit Swimmingpool und so weiter. So netten Cabañas, sah eigentlich ganz cool aus. Das hat aber geschlossen, wir sind da eben angekommen, da war niemand da, und jetzt sind wir hier in so einem Motel gelandet. Weiß ich nicht so ganz genau, was hier sonst so für Kundschaft am Start ist. Gucken, im Moment sind wir die einzigen. Ja, ein recht einfaches Zimmer mit einem Bettchen und ein Badezimmer mit einer ziemlich geilen Dusche. Alright, los geht's. Okay, ich habe einen Platten. Glaube ich. Ja, definitiv. Ich habe einen Platten. Okay, das ist interessant. Platten hatten wir jetzt noch nicht. Jetzt verzögert sich hier die Abfahrt und alles. Gucken wir mal, dass wir das möglichst schnell hinbekommen, damit Kira irgendwie auch zufrieden bleibt. Sehr gut. Mit 50-minütiger Verspätung düsen wir los. Adios. Adios, hasta luego. War bei diesem Fahrrad jetzt nach ungefähr 6000 Kilometern tatsächlich das erste Mal, dass wir das Hinterrad ausbauen mussten, um da einen Platten zu flicken. Am Vorderrad mussten wir schon mal, genau einmal, weil das Ventil am Schlauch kaputt war.
Aber ansonsten war das jetzt eigentlich tatsächlich der erste Platten. Das Loch haben wir nicht gefunden, oder habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung. Haben einfach jetzt erstmal einen neuen Schlauch reingesetzt. Und den alten Schlauch gucken wir uns dann heute Abend im Hotel an. Schön mit Wasser und so weiter, suchen das Loch, flicken das dann. Jetzt wollten wir so schnell wie möglich weiter. Gut, hat gepasst, denke ich. Da vorne ist wieder der Highway. Dann werden wir heute den ganzen Tag fahren, 40 Kilometer bis nach Campeche. Jetzt geht's, glaube ich, wirklich los. Gerade nachgerechnet. Kira ist jetzt seit 1000 Kilometern schon auf Fahrradreise. Wow. 1004 jetzt. Oder 1005 jetzt vielleicht schon. Nicht schlecht, mit 5 Monaten. Über 1000 Kilometer auf Radreise. Läuft bei ihr. Hier haben wir jetzt also den Golf von Mexiko. Einmal auf der anderen Seite von der Halbinsel von Yucatan, die Yucatan-Halbinsel. Was rede ich hier? Keine Ahnung. Ziemlich cool auf jeden Fall. Jetzt werden wir nämlich ein gutes Stück hier an der Golfküste entlang fahren. Ich glaube schon so 500, 600 Kilometer bestimmt. Freue ich mich richtig drauf, soll ein paar richtig schöne, einsame Strände und so weiter geben, bisschen Meeresbrise und so weiter, ist auch super. Bin gespannt, aber jetzt gucken wir uns erstmal ein paar Tage Campeche an. Nehmen euch da natürlich auch mit. Periódico, prensa escrita y en 6.